Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute wieder mal mit einem Vorschlag von euch. Aber auch, muss ich wirklich sagen, hatte ich eigentlich ein bisschen später geplant. Dadurch aber, dass mir das auf der YouTube-Startpage gezeigt wurde, habe ich gesagt, ey, machen wir es doch einfach jetzt. Machen wir es einfach jetzt. Auch wenn ihr die ganzen anderen 1000 Tabs da schon im Hintergrund noch offen habt. Aber irgendwie habe ich da, glaube ich, Bock drauf. Weil wir sind hier bei Riot Shift Present Dystopia Live at Reverse 2025. Oder kann wieder nur sehr geil sein. Reverse 2025 hat mich schon abgeholt, was ich bis jetzt gesehen habe. Riot Shift ist ja das erste Mal, dass ich die sehe. Sind natürlich, wie man es hier unten sieht, gut, meine Maus sieht man jetzt gerade nicht, aber AR Gang. Ja, bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ist natürlich auch was Neues. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich dieses Video einfach vorziehe. Ne? So, klar, es gibt so viele, die ich gerade machen will und natürlich kommt es auch alles, aber irgendwie hatte ich jetzt gerade so heute, ne, ich denke, ihr kennt selber, ihr habt eure Songs, ihr habt Songs, die ihr hören wollt und dann seht ihr was und denkt euch, warum nicht einfach mal eine Chance geben? Oder, ey, ich habe jetzt gerade irgendwie Bock auf was Neues. Deswegen sind wir hier bei Riot Shift. Viel Gelaber, nichts verstanden, nichts gesagt. Wir gehen rein. Let's go. Is what you see the truth? Or a mere projection Also aber komischer Anfang, muss of ich ehrlich sagen. infinite realities? Psychedelic gateways beckon you into its grasp. Den Anfang habe ich nicht ganz verstanden. Klar, das in dem Auto schon, aber dann mit der Gitarre da, war das jetzt dieses Soundcheck-mäßig? Oder war das von früher? Das ist halt die Frage. Hat was Cooles, gerade so mit diesen Gerede da, ne, mit dem, was gesprochen wurde, weil klar, cool ist es auch zu sehen, das hier zu sehen, ne, schon die Location zu sehen und die Bühne und dann, wenn sie hochkommen, cool, blablabla. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Wenn du am Anfang einfach so, ne, so einen kleinen Ausschnitt hast, wie die da so reinlaufen und du hast dieses Gesprochene da, kann sehr geil sein. Revealing Das ist eine coole its Idee. code in a dizzying array of fractals. Oh, aber wie fucking riesig sind die Leinwände? Also, dass die riesig sind, ist ja normal, aber das sieht wirklich fucking riesig aus. Auch das hier unten, das Video projiziert. Mhm. 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 Crazy Outfit. Be called into the trance Trance? Okay. with Riot Shift Dystopia Live. Enter Dystopia Okay. into the void. Mhm. Enter Dystopia. Das ist mal einen schönen guten Tag wünschen, ne? Geil. Wake me up if I'm sleeping. I don't wanna be up all night without you, without you, without you. Sing it. Fucked up, I ain't staying sober. Das ist crazy, das zu mischen. Ich sag ja, es ist immer wieder geil zu sehen, was alles zusammengemixt wird. So, gerade in dieser EDM-Welt, ne?
Natürlich auch bei Hardstyle. Aber generell in dieser EDM-Welt. Bei Hardstyle ist es gefühlt nochmal schlimmer, was alles zusammengemixt wird. Aber es passt halt so oft so gut. Ah, jetzt sehe ich ihn hier noch. Also sorry an alle, die jetzt schon einen Kommentar reingeschrieben haben. Oder danke. Aber jetzt sehe ich den Mann hier auch mit der Gitarre. Ah. You can call me when the party's over. Life's a blur when I'm living without you, without you. Put those hands up right now. Das ist schon geil. I don't wanna be. Wake the fuck up. Boah. The fuck up. Holy shit. Fire shift and again. Oh, geil. Ey, Junge, das ist wieder ein richtig geiles Set, ey. Oh. Also ich muss halt wirklich sagen, ne, diese Outfits, die passen da aber natürlich auch so, ne, auf dieses Rock-Metal-mäßige mit diesen krassen Dingens. Crazy Tattoos. Das sieht schon crazy gut aus, muss man irgendwie sagen. Das hat schon einen geilen Eindruck. Worldwide premiere, come on. These walls down to paradise. Your eyes, I see your demise. Hands up. Geiler Song, geiler Track. Are you ready? Break these walls down. Break these walls down. Holy shit, ey. Bro, also ich bin ja ein Fan von diesen Kicks, ne? Aber die passen so geil wie, auf die Jungs irgendwie. So, du siehst sie und du hörst diese Kicks und denkst dir, okay, geil, das passt so geil zusammen. Hilfe. Break these walls down. Welcome to our Dystopia Reverse. How are you feeling tonight? These walls down. So eine Cam, weiß ich nicht, sowas würde ich mir öfter wünschen irgendwie, ne? Das ist irgendwie saugeil. Weil du endlich mal dieses Feeling hast, du stehst mittendrin. Klar, manchmal gibt es ja diese Cam, die ein bisschen näher oder ein bisschen in der Crowd sind. Aber die holt mich richtig ab. Oh.
Ich finde diese Melodie, sage ich jetzt mal, so geil, ne? Klar, auch der Gesang ist auch mega. Das ist ja diese Art von Rockmusik, die mich total abholt. Dann dieser Hardstyle-Effekt, dieser Hardstyle dazu, Bro. Das ist voll die geile Kombo. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh, die Scheiße holt mich irgendwie ab bei denen, ne? Boah, ich merke immer mehr, ne? Ich stehe natürlich auf diese höheren Kicks natürlich auch, ne? Aber diese Tiefen, die lösen irgendwas in mir, in mir aus? Junge, Alter. Geiler Wechsel, dieser Wechsel hat mir sau gefallen, ne? Einmal diese Tiefe, dann geht's kurz auf dieses Höhere und dann wieder aus Tiefe. Geile Kekse, Hilfe. Aber geil, endlich mal zu sehen, dass die Crowd ein bisschen wach geworden ist, ne? Also beim ersten Song, der wohl schon gut anging, fand ich. Ja, nix. Aber das ist halt wirklich, ne? Also dieses wirklich krasse Feeling, so, dass wirklich was abgeht bei dieser krassen Mucke, hast du nicht wirklich, ne? Was mich so ein bisschen wundert. Ey, ihr wisst, ich bin dieser melodische Kerl, ne? Und ich liebe diesen Gesang. Aber das ist ja so wie nennt man das? Ist das Softrock? Keine Ahnung. Das ist ja, Softrock kannst du das ja nicht nennen. Da sind ja diese Metal-Elemente da nochmal drin. Zählt das zu Metal? Keine Ahnung. Aber diese Art von Gesang, den wir jetzt ganze Zeit schon gehört haben,
Außer dieses krasse Schreien. An manchen Stellen kommt dieses Schreien auch sehr geil. Aber sonst holt mich das mies ab. Und mit dieser Kombination von diesen krassen, lowen, oder was heißt lowen, tiefen Kicks. Oh. Oder auch höhere Kicks. So, das ist sogar fast egal. Ich finde diese Kombination mega. Hilfe. Ich finde auch die Kulisse dazu sehr geil gemacht. Diese Lichter, gefühlt brauchen die ganzen Bildschirme gar nicht. Die Lichter reichen schon. Also die Strahler. Laser sind sind ein bisschen zu breit für Laser. Weil ich finde, das gibt ein saugeiles Feeling. Okay. Komm, cool. Hier ist das geil. Hammer. Ey, cool. Bitte macht mit. Bitte macht mit. Das würde mich fertig machen, ehrlich. So, bei so vielen anderen Crowds siehst du, wie die ausrasten und so. Und hier hast du so wirklich so ein bisschen Flaute irgendwie, oder? Die kriegen halt die Falschen vor die Linse. Das kann natürlich auch sein. Da muss ich ehrlich sagen, Flashlights, Flashlights, Handylichter sind mega geil. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dieses Feeling von damals mit diesem Feuerzeug ist ein bisschen, hat irgendwie was Cooleres. Oder bin ich da einfach, ist halt schon das Alter, was langsam meinen Rücken und mich einholt. Ja, das sieht geil aus. Oh, wie schön, ey. Everybody put those fucking hands up! Frozen. Ich find diesen Mix mega geil. So, was die halt spielen, ne? Also ich habe ja bis jetzt, oder das ist ja sowieso das Verrückte, ne? Wie lange mache ich das jetzt, dass ich auf diese Hardstyle-Festival-Sachen oder Hardstyle gehe? Ich glaube jetzt 2, 3, 4 Monate. Ich weiß es wirklich gar nicht. Und es gibt immer wieder Artists und DJs natürlich und DJen, ne, wir wollen ja nicht, ne? Die immer wieder ganz anderen Shit machen. Oder was heißt ganz anderen? Die immer wieder was Krasses kombinieren. Das ist verrückt. Und das Schlimme ist, dass mir das immer wieder gefällt. So, klar, manche sind noch außer Reichweite für mich, werden es vielleicht auch für immer sein, ne, weil ich dieses Abtempo-Ding halt, weil es überhaupt nichts für mich ist. Aber diese krassen unterschiedlichen Kicks und. Oder diese Kombination aus diesen verschiedenen Musikrichtungen, wie hier. So, das gibt mir so ein bisschen. Tut mir leid. Weil ich weiß immer noch nicht, wie das so ist, ne? Ob die Hardstyler und Techno-Bubble irgendwie ein bisschen verfeindet sind oder so. Weil irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man sagt,
ey, das gibt mir ein bisschen Techno-Vibes. Weil er nicht gern gesehen ist. Aber gut, dann müsst ihr halt hier durch, da bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt mir halt so ein bisschen diese Techno-Vibes. Ganz cool hier, oder was heißt ganz cool, ne? Aber in diesem Teil, ne, wo diese Frauenstimme ist, gibt mir das so ein bisschen diese Techno-Vibes. Aber dieser Übergang mit diesem Gesang into gleich Hardstyle. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, und da mache ich jetzt auch mal einen Call, ne? Auch mal da ein bisschen mal von hohen Ross runterkommen, ne? Wir lieben alle Musik. Fertig ist. EDM ist EDM, ob es Techno ist, ob es normale EDM ist, Euphoric EDM, ob es Hardstyle ist, ob es meine Fresse, was alles gibt's, ne? Scheiß drauf, lass doch einfach zusammen Musik hören. Entweder dir gefällt's nicht und fertig ist. Wenn es dir nicht gefällt, gut, dann halt nicht. So, ne, immer dieses, ja, nee, aber du kannst Techno nicht damit zusammenmischen oder du kannst das nicht damit zusammenmischen und du hast das so genannt, obwohl es so heißt. Ist doch am Ende eigentlich scheißegal, oder nicht? Hauptsache, wir haben doch alle Spaß und haben eine geile Zeit. Und darauf kommt's auch an. Cool, ey. Das ist verrückt, ey. Das meine ich nämlich. So ab und zu dieses Schreien kommt sehr geil. Hey, die Crowd ist erwacht. Geil. Ist das geiler Scheiß. Geil. Ich sag ja, ne, diese Highs und Lows Dinger, die holen mich ja mies, aber Hilfe. Aber wo ich ja wieder heulen muss auf hohem Niveau und da bin ich auch ganz ehrlich, ne, ihr seid ihr bei Project, das ist ja wohl normal. Wenn geheult wird, dann immer auf hohem Niveau, weil wir müssen ja auch alle, also ich muss ja zugeben, es sind alles immer geile Sets und wenn ich was auszusetzen habe, ist es halt wirklich dieses, ich will diese Kirsche drauf haben, so mäßig, ne, es ist halt wirklich krass. Und auf hohem Niveau einfach. Diese Leinwände, was sie, weiß ich nicht, das holt mich nicht so ganz ab, ne? So diese Ketten, gut, vielleicht passt das irgendwie zu ihrer Musik, aber so manchmal ist es so genauso wie dieses Dystopia. Das halt ja sein, ne? Ja. Dystopia, dieser Dystopia-Schriftzug. Sieht mega geil aus, gar keine Frage. So sieht's auch cool aus. Aber ich finde, die haben an manchen Stellen haben die so geile Backgrounds oder Hintergründe, also ja. Backgrounds? Ist das nämlich? Backgrounds, wo die Ketten einfach wegnehmen könnten und den Schriftzug. Wo du einfach so einen geilen Vibe nochmal mehr kreieren würdest. Finde ich halt so ein bisschen schade. Da ja, heulen auf hohem Niveau. Oh, was jetzt wird?
From the left to the right, from the front to the back. Reverse! Shut the fuck up! Das ist, jo, das muss ich halt wirklich noch lernen, ne? Dass außen nichts hier alles weggepfeffert werden kann, ey. Shut the fuck up! Don't make me, shut the fuck up! Reverse, are you still with us? Shut the fuck up! When this shit drops, I wanna see all those fucking fists in the air! Shut the fuck up! Don't make me mad! Ist das? Das ist auch jedes Mal bekloppt, wenn das so eine Scheiße mit eingeführt wird, ne? Eingefügt. Aber ich finde halt cool, dass sie halt wirklich die Lichter auch so wechseln, ne? So, weil es war wirklich, da ist, also diese Scheinwerfer, sag ich jetzt mal, die sind perfekt. Ne, du hast einmal dieses blaue Licht bei diesen coolen, schöneren Songs, sage ich jetzt mal, ne, diese schöneren Songs, sage ich jetzt. In meiner Sprache ausgedrückt. Schön ist ja immer mein Ausdruck von dem Betrachter. Lassen wir es sein. Ja. Und jetzt gerade dieses Rote bei diesen aggressiveren Gesang, sage ich jetzt mal, ne? Oder diesen mit mehr Power. Sagen wir es so, aggressiv ist immer so, ja. Fand ich sehr geil. Fand ich sehr geil, diesen Switch. Ob das so schlau ist, ne, so einen Track zu spielen für, was waren das jetzt, 2 Minuten, 3 Minuten, der jetzt voll durchgeht und dann wieder zurückzugehen, so wie es jetzt aussieht bis jetzt. Aber gut, das Ding ist noch rot, also von daher hätte ich die Fresse halten sollen. Boah. Warum holt mich der Shit so ab, ey? Geil. Ey, dieser Gesang ist mega geil. Dieses... Ich nenn's jetzt mal Piano. Dieses Keyboard. Mega geil. Was für Piano? Mega geil. Hammer. Junge, holt mich die Scheiße ab, wie geil.
Oh, ich lieb's, ey. I needed you to fix me. Ich sag ja, ey, ich kann gar nicht aufhören zu betonen, wie geil ich das finde. So, diesmal muss ich es sagen, sonst sieht man es ja immer daran, wie sehr ich abgehe oder ne, wie ich meine Grimassen schneide, whatsoever. Aber bei dem Schild, so weil es ist was vollkommen irgendwie was anderes. Es ist so ein geiler Mix aus diesem geilen Gesang, ob es Frauenstimme oder Männerstimme ist sogar relativ. Geile Kicks. Diese tiefen Dinger ballern mich ja total weg, weil diese Combo mega geil ist. Mit den ganzen Melodien, das ist ja wahnsinnig. Das ist ein Neuland für mich, aber es ist ein mega geiles Neuland. Könnte Vinland sein. But all you do is break me. And now I'm here picking up the pieces. Picking up the pieces. Picking up the pieces. Junge. Warning signs of satanic behavior may be apparent, such as a sudden, bitterly antagonistic attitude towards family and religion. A reclusive behavior pattern and listening exclusively to heavy metal rock. Ja, im Himmel, ey. One more time, reverse. When one or more of these warning signs are evident, you should look further for ritual items such as a pentagram or other satanic symbols, a decorated dagger or knife. A reclusive behavior pattern and listening exclusively to heavy metal rock music. Junge, wie auf einmal so auch diese Lichter und alles vollkommen durchdrehen. Hilfe! Junge, wie geil! Ja, geil, ey. Geil. Ich finde auch geil, wie die diesen Song einfach immer mit reinbringen. Das ist so, es ist nicht too much. On my mind every day, fighting thoughts
thoughts I can't medicate. Feel like everybody make some fucking noise for Toza! Where the fuck's your remedy? The unknown is what we call our home. Diving head first into oblivion. Overthrow all that we will oppose. Bring doomsday right to your doorstep. Shift and Toza! Don't stay forever! Oh, ey. Jo, wie kommen die auf die Idee, da eine Laserkanone noch mit einzubauen? Hä, wie geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann viele verstehen, warum die ne, diese Abtempo lieben, ne? Es ist ja wirklich dieses diese geilen Kicks, die einfach noch mehr kriegen, noch mehr Schnelligkeit, noch mehr Sound. Also ich kann das verstehen, aber das ist halt nichts für mich. So für mich sind diese Kicks, die jetzt gleich wieder kommen, ich glaube, das ist für mich so dieses Top-Level, wo ich hinkommen werde. Das meine ich nämlich. Die höheren Kicks jetzt gerade. Aber Bro, der hat die... Junge, nenn mich mal fucking Stoppgott. Hilfe. Aber die Schuhe holen mich mies ab, ne? Ich muss halt sagen, ich bin halt... Man sieht's mir nicht an, aber ich find's geil, wenn Menschen geil gekleidet sind. Und gerade auch so diesen Style haben, den ich auch gerne tragen würde. Aber das ist genauso wie bei Musik. Ich habe so unterschiedliche Styles, die ich rocken wollen würde. Wenn ich genug Geld hätte. Das muss man auch dazu sagen. Aber Bro, die Schuhe? Komm, mies cool. The enemy will be destroyed. No matter the cost. Let's see what you're made of. Okay. Und das meine ich nämlich. Du hast im Hintergrund so einen geilen Aufbau, was so geil mit dieser Musik zusammenspielt. Ja, okay, der Schriftzug, der könnte bleiben, aber die Ketten sind ab und zu ein bisschen über. Meiner Meinung nach. So, weil es kommt natürlich geil, diese Ketten, ne? Gerade so, wenn dieser Metal, Heavy Metal, whatsoever Stil ist, kommt es sehr, sehr cool. Wenn die dann mal so kurz eingeblendet werden oder so. Aber die ganze Zeit?
Da, 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 da. Sometimes life gets fucked up. Reverse, you know this. Aber ich muss halt wirklich sagen, ne, den Auftritt finde ich auch crazy. Er ist so dieser Typ, der auch so die ganze Zeit so dieses mitsingt oder mit auch da rumschreit so manchmal. Ist ein crazy Auftritt, was aber gut zu dieser Musik halt passt, so was so dieses, ja, so ein Rockstar irgendwie so mit ausmacht. Oder so ein Metal-Star. Was ich jetzt so kenne. Und er ist so dieser Headbanger dazu. Ich finde das auch so eine coole Kombi, was halt gut zu dieser Musik passt. Ist cool. Right shift, never can. Benny King, come on. Sing it. Aber haben die Filter auf ihren Mikros? Das habe ich mir schon mal am Anfang gedacht. Bro, warum? Ja, okay, manchmal, wenn die da singen, okay, macht Sinn. Aber nee, macht eigentlich keinen Sinn für mich. Sometimes life gets fucked up. That's why we get fucked up. Pink hair rejects like us. Hardcore till my heart stops. Hardcore till my heart stops. That's why we get fucked up. Hardcore till my heart stops. That's why we get fucked up. Das war so klar. Hardcore till my heart stops. Das ist halt die Sache, ne? Es gibt immer bei diesen Sets, ne, wo du diese krassen Kicks hast, ob die jetzt so oder hoch oder tief sind, ja, du hast immer diesen Abtempo-Teil, immer. Und ich denke mir jedes Mal, jo, lass die Leute sich mal freuen, ich guck mir das schön an. That's why we get fucked up. We must make some noise for Benny King. Come on. Und ich glaube, das ist auch so, wie man damit umgehen sollte. Wenn mal Songs sind, die du nicht feierst, oder Stellen, die du nicht feierst, ja, dann stehst du dich da einfach hin, trinkst vielleicht deinen Pilz da oder was auch immer, oder dein Wasser, guckst ein bisschen in die Gegend rum, guckst vielleicht die Leute an, die dazu abgehen können, freust dich für die. Und wenn dann deine Sachen kommen, geht's wieder weiter. Und wenn es zum Ende ist, dann ist es halt so. Aber geil, das finde ich mega geil, dass sie einen Typen da haben, der halt wirklich diese E-Gitarre auch spielt. Kommt sehr cool. Manchmal, ne, siehst du ihn, aber du hörst es nicht gefühlt, weil die anderen Kicks, Instrumente und whatsoever einfach zu laut sind. Aber ich find's ein geiles Feature. Passt halt sehr gut dazu. Get fucked up. Pink hair rejects like us. Hardcore till my heart stops. That's why we get fucked up.
Ich muss ehrlich sagen, ne, wenn ich die Leute hier manchmal sehe, ne, das fuckt mich ja schon als Zuschauer ab. Ich will gar nicht wissen, wie sich das als DJ manchmal nervt. Ob das jetzt irgendeiner ist, der dann nachher auch mit auftreten, ne, der dann nachher mit auftritt oder für die nächste schon mal irgendwas fertig macht, keine Ahnung. Aber das wird mich voll mies abfucken. So, du willst deine Show da fabrizieren und dann kommen da kurz vorm Ende immer diese Hyopies dahin. Boah, weiß ich nicht, ist immer so ein bisschen komisch. Natürlich muss es ja, ne, damit das alles flüssig überläuft und ein Shit. Und vielleicht auch irgendwas nochmal richtig eingestellt werden muss. Aber trotzdem. Man muss aber sagen, zu diesem Stil vom Hardstyle, ne, gibt's fast mit die beste Lichttechnik. Lightshow. So, du musst es nicht mögen. So, ich stehe ja gar nicht drauf auf diese Musik. Aber ich finde es dann geil zu sehen, was die dann mit den Lichtern und so machen. Holy shit, ey. Aber da müssen die doch, also bei dem kurzen Ding jetzt, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da müssen die doch zeigen, was hier abgeht. Und nicht hier von hinten. Wisst ihr, was ich, also, was heißt, wisst ihr, was ich meine? Jeder sollte verstehen, was ich meine. So, dass jetzt die Kamera viel weiter hinten ist und dass du das Ganze siehst, wie diese Party da einfach abgeht. Fellow dystopians, we have finally dived into damnation. If you have come this far, Genau die! Die hätten wir jetzt gerade für, na klar, vielleicht ab und zu mal einen Cut in die Jungs rein und dann wieder zurück in den Cut. Aber Mission Damnation Delta has succeeded. As we embrace the dystopia we've entered, a flicker of hope lies ahead, illuminating the path toward a das ist better cool. tomorrow. Das ist cool. Das finde ich cool, ne? Wenn die da noch irgendwie so eine Kleinigkeit mal eben rauswerfen. So, ne? Oft ist ja der Merch jetzt nicht. Ja, der ist bezahlbar, das muss man ja auch sagen, ne? Man unterstützt ja damit die Artists. Aber das finde ich immer cool, so eine richtig coole Geste. Ist zwar eine Kleinigkeit, aber coole Geste. Thank you, Reba! Thank you so much! Our name is Riot Shift. For the last time, make some fucking noise for yourself! Come on! This was our dystopia. Thank you! Crazy, crazy, crazy. Ja gut, krasses Set. Wie gesagt, am Ende, ne, man hat es ja auch gemerkt, war es nicht ganz meins. Oder was heißt, war es nicht ganz meins, war es überhaupt nicht meins, ne? Das war dieses Abtempo-Ding, was halt nicht meins ist. Was auch sehr wahrscheinlich nie meins werden wird. Das merke ich immer mehr. Ich stehe halt auf diese geilen Kicks, gar keine Frage. Aber dieses Abtempo, weiß ich nicht, das macht mich einfach nicht glücklich. Und da bin ich auch einfach ganz ehrlich. Finde es aber auch auf der anderen Seite immer wieder geil, dann zu sehen, wie andere Leute dazu durchdrehen können. Und natürlich die Lichtershow. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Die Lichtershow, gerade ne, dieses Blitzlicht und. Bisschen auf Epilepsieanfall. Feiere ich irgendwie.
Das ist so das, was mich abholt. Aber der Sound an sich ist nicht meins. So, aber das hat man ja gemerkt. Nichtsdestotrotz fand ich diesen Auftritt mega. Halt, ich hab's ja die ganze Zeit gerade gesagt, ne? Diese geile Mischung aus diesen unterschiedlichen Genres, die du da hast. Hammer. Das Auftreten der Jungs, wie sie gekleidet sind, wie die sich geben. Ja, videotechnisch, ne, muss man ehrlich sagen. Natürlich, wenn du da bist, ist, glaube ich, was heißt, ich glaube, oft ist es ja so, wenn du die Videos siehst, ne, ist es cool gemacht. Hier muss ich halt wirklich sagen, klar, wir hatten geile Shots, wir hatten coole Ansichten, aber weiß ich nicht, gab schon geilere Videos. Das ist zum Beispiel dann so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, da gehe ich lieber so hin, einfach um es, ja, wie sage ich es jetzt am besten? Da gehe ich einfach so, gehe ich so hin, weil es dann geiler ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil oft hast du ja eigentlich so, okay, du siehst das und denkst dir, boah, geiler Schnitt, dies, das, ne? Dieses Video macht dich ja hungrig darauf, dass du dann da hingehen willst. Hier ist es nur die Musik, nur die Jungs an sich. Das soll jetzt kein Front irgendwie an Reverse sein oder an die Leute, die das geschnitten haben oder whatsoever. Aber es ist halt dieses, für mich persönlich, hast du ganz komische Schnitte, ne, irgendwie ist das alles so ein bisschen komisch eingefangen. Einfach, kann auch einfach sein, dass ich das einfach falsch gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das wäre ein Ding, wo ich auch hingehen wollen würde. Natürlich zum Ende hin würde ich mir dann aber auch die letzten 5 Minuten einfach nur das Bier hinter die Kiemen schmeißen und mir die Lightshow genießen. Sonst fand ich den Auftritt mega geil. Danke dafür, für den Vorschlag. Genau, für den Vorschlag. Und ja, bin gespannt, was ich sonst noch so kennenlernen. AR-Gang, ne, kriege ich ja auch immer mehr mit. Muss ich auch sagen, durch meinen Bruder auch einfach, ne, der hört die Jungs ja halt ein bisschen mehr, weil es ja halt so ein bisschen auch in diese Abtempo-Richtung geht. Manche Dinger gefallen mir, manche nicht. Wir werden sehen, was ich sonst noch so von der AR-Gang mir geben kann, was ich feiere. Ich denke, da kommt noch ordentlich was zu, weil Riot Shift hat gut vorgelegt. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich gespannt, was wir da finden. Wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, gebt mir gerne einen Hashtag Riot Shift. Ganz einfach, ganz locker, flockig. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin. Auch bis hierhin. So. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Bis dann, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.